herzlich willkommen zurück zu Let's Play Heroines Quest. Wir sind immer noch im Munavir oder so ähnlich wie das Dörflein hier heißt. Ich bin jetzt hingegangen, habe noch bis zum nächsten Morgen und jetzt auch zum Mittag, ihr seht ja Midday, bin ich noch ein bisschen durch die Stadt gerannt, habe versucht die Stärke was höher zu bringen, was leider nicht richtig geklappt hat. Aber naja, okay, wir haben ein bisschen mehr Lebenspunkte. Stamina ist irgendwie um einen Punkt erhöht. Wieso, weshalb? Ich vermute Stärke, weil sonst eigentlich nichts höher gegangen ist. Seine Willpower hat da irgendwie eine Auswirkung drauf. Und wir sehen, dass ich Animal Ken sehr viel Tieren geredet habe dabei. Das heißt, das ist auf 89, was richtig geil schon ist. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal den Laden an. Versuchen jetzt nicht mit Tieren zu reden. Das werde ich dann wohl in der nächsten Nacht hier machen, die wir noch sind. Dann schauen wir uns doch mal die zwei Läden an. Am besten gehen wir erstmal zu dem einen, wo wir eine Quest hatten, den Zettel abzubringen bei Liv. Kann ich nämlich abhaken auf meinem Zettelchen. Also manche Tiere klappt irgendwie nicht mehr weiter, Fähigkeiten zu kriegen. Zum Beispiel die Raben, da habe ich irgendwie nichts mehr bekommen, da ist der Wert wohl zu hoch. Hier wäre ein Hund, das bietet natürlich total an jetzt gleich. Well, the Finbo winter is harsh to us, trolls are rampant, and food is running low. So I'm surprised we still find travelers who make it here. Welcome to Munavir, stranger. Munavir, okay. Schwieriger Name. Ja, das scheint ein kleiner Schönling zu sein. Ich vermute, dass die... Oh Gott, wie hieß sie? Brief nach Süden, Stadt, irgendwas, was ich nicht lesen kann, Heiler und in Klammern Liv. Aber wie die Person hieß, weiß ich nicht mehr. Das war eine Vorquest, wo ich es hingeschrieben habe, ne? Lithrarin oder so, genau, Quest 4 oder, ne, 3 müsste das gewesen sein. Ich habe es leider schon durchgestrichen. Irgendwie so ähnlich hieß sie. What is your name? What is your name? My name is Liv. I am a practiced herbalist and the village healer of Munavir. I am also a proven warrior should Sigurd need me, although I prefer not to use that skill. Es könnte sein, dass ich hier meine Tränke machen kann. How is the village doing? Munavir is trouble these days. Food supplies are dwindling, and there are more trolls and vargs in the forest than there should be. Yet, still we stand. Tell me about Sigurd. It is good that we have Sigurd on our side. Without him, the village would not be as safe as it is now. And also not as well provisioned. Sigurd is a very good cook. His skills in the kitchen are only matched by his skills in battle. Ja, das haben wir auch schon gemerkt. Das war sehr lecker. Can we speak about Reagan? I am sure you will like old Reagan. He was an adventurer before he came to Munavir, just like you. He also supplies me with the occasional gemstone I need for my alchemy. You cannot make a good healing potion without amethyst, you know. Okay, das sollte ich mir aufschreiben. Okay, neuer Bereich auf dem Zettel. Heiltränke. Amethyst brauchen wir. Did you know Helgi? I'm sorry to say that Helgi's last fight was away from her village, so I did not arrive in time to save him. Poor Sigrun really misses him, but surely the Valkyries have found him and taken him to the side of Odin, father of men. That should console her. What can you tell me about the big city? Our rival city. Most of the people in Munavir do not like it, but I believe there are some good people there. Tell me of Voland the smith. Yes, he is that blacksmith fellow. A decent enough man, if you ask me. What do you know about Hervor? She is the second most beautiful woman in Fornsiptuna. She is very elegant, reminding me of a bird at times. But she does not talk much, and I think she should smile more. Surely you have met Jaime. When I last saw him, he was still very small, but I have heard he takes after his father. He talks about rescuing princesses and slaying dragons, so I'm sure he will turn out a fine warrior. What do you think of Lithrasir? Oh, Lithrasir. We have met only briefly, but I am smitten. If only she would send me some news of her. Hab ich doch.
Let us speak about Snorri. I hear he is a competent enough warrior, but I do not trust the man at his word. Would advise against gambling with him, as he would likely cheat. Do you know the wizard Orvandel? Orvandel is my respected colleague in the arts mystical. He used to be my teacher years ago. His lessons often run late, but he does know his skills. Do not underestimate him. He does more to keep Fornsictuna safe than you may realize. What do you think about the Jarl? We have an ongoing dispute with Ilfing. He believes that Munavagir is part of his protectorate, and we think not. He is welcome to come and fight for it any time. We are not afraid of him and his weakling soldiers. What can I find in Yarnvadir? Yarnvadir is all around us, and a good thing too, because I could hardly brew my potions without a ready supply of herbs and roots. To be honest, I do not like to venture far from Munavagir, because these days trolls are everywhere. I am not like Sigurd and do not think I could take down one of those monsters. Erstmal finden. Wir haben erst einmal eine Stelle gefunden, wo wir Kräuter kriegen. Leider habe ich einen davon an einen Hund verfüttert. Genau, hier, das brauchten wir für den Zauberer. Do you know the herb mugwort? Yes, I am familiar with mugwort. It is a common ingredient in potions. I do not have enough to sell you, but you should be able to find some in an open rocky area. I believe northeast of Munavagir there is a good spot. Mhm. Dring, das gab Punkte. Das hat uns einen Hinweis gegeben auf eine Quest für den Zauberer. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das hier auf dem Zettel machen soll. Okay. Mugwort. Nordöstlich von Munavagir oder so ähnlich. Und zwar in einer steinigen Gegend. Dankeschön. I would like to buy some of your wares. There is value in potions and alchemy. Odin of the Shaggy Cloak knows this, and was willing to put out one of his own eyes for a drink from the Mimisbrunir, the Well of Wisdom. I am happy to tell you that my prices are not so steep, although I do not sell Gott the sei wisdom Dank. water. There likely is none of it left within this world. Perhaps you're interested in purchasing some of my potions? Oh, das ist bestimmt wichtig. Was kostet Can das you bei give- dir? These generic all-purpose flasks are all you need to carry liquids around. They are both fire-resistant and waterproof. Ah, kostet bei dir auch 2. Schweinerei. Aber vielleicht, wenn ich den Brief gebe, kriege ich das was billiger. Do you need ingredients? I am always in need of ingredients, particularly anything that is not found near the city gates of Munavagir. And you should be glad I use different ingredients in my tavern than you do. In particular, I have run out of willow bark. There is a special bark that glows in the dark, and thus can be only harvested at night. Please, be so kind to find some for me. Okay. Das heißt, wir müssen nachts raus. Ich glaube, dafür sind wir noch zu schwach. Quest 14. Willow Bark. Klammern, Kräuter. Nur nachts. Und dunkle Plätze. Das ist die Frage, ob das nachts draußen ist oder in Höhlen auch zu finden ist. Und das will haben der Liv. Das machen wir in Klammern. Can you teach? This recipe was designed by a mysterious enchanter who calls himself the Crimson Bovine. I would be willing to share it with you for a price. 30 kostet das. Oh, ich habe 20. Ich kann mir den Schal kaufen. Den sollte ich mir besorgen. I am in. A spell that I often, Zauber. Das mache ich mal vor. Kann er sowieso nicht. Was hat er the gesagt? spell that I often use invokes the blessing of the Aesir. Will make the blessed spell can traditionally only be taught to a full sword. Ah, okay. Der hätte mir einen Segenzauber geben können, aber ich kann keine Zauberei. I would like. It is Kostet der 30. Do you have? I do not Würde ich gerne selber machen, da ich ja die Please, Fähigkeit stand- besitze. Sonst wäre das total sinnlos, so 25 Punkte Verschwendung gewesen. Das wish auf you- 5 stay in zu Munavagir bringen. as long as you like. It is better here than in the forest.
Ja, einem Force ist Spaß, da können wir ein bisschen rumhauen. Ich bin ja gerade mal hier, gucke ich mal ein bisschen Animal Can hochzumachen. Komm, geh mal aus dem Weg. Schnell rasten. Danke. Bevor du noch umfällst. Ja, muss ich mir unbedingt angucken. Hier jedes Gebäude noch. Das wird eine ganze Folge in Anspruch nehmen. Alles anzuklicken, alles vorzulesen, was da ist und dergleichen. Guck mal gerade. 94. Ich bin gespannt, ob bei 100 wirklich Ende ist. Oder ob das immer weitergeht. Und was das dann überhaupt noch für einen Nutzen hat. Ist halt auch die Frage. Ich sag mal, sehr wahrscheinlich immer mehr an. Oh, ein alter Mann. Auch interessant. Nein, ich habe was total Wichtiges vergessen. Ich habe den Brief nicht abgegeben, ich Idiot. Darum bin ich überhaupt da rein. Und natürlich, weil ich Sachen verkaufen wollte. So, du bist Liv. Ich habe für dich einen vermutlich Liebesbrief. Thank you. Since this letter is really important to me, I shall give you 10 silver for your trouble. Wow, geil! I have a request for you as well. I would like to send flowers to Lithrasir, but they are too hard to find in winter. Mind you, not those dangerous frost flowers that grow near Yarnvidir. I mean real flowers. Since you travel more than I do, perhaps this is something you can help me with. Flowers in the middle of winter? You don't think you find any in this world. Okay, wir haben eine 15. Quest. Aber wir streichen erstmal durch. Wo haben wir es? Quest 7 beendet. Gut. Und Quest 15 ist Blume besorgen für Liv. Und dann nochmal in Klammern Lisra irgendwas. Punkt, Punkt, Punkt. Keine Ahnung, wie die geschrieben wird. So, dann gehen wir mal weiter. Ja, wer du bist, der wahrscheinlich wieder neue Quests und dergleichen. Müssen wir alles noch rausfinden. Also es sind sehr viele Protagonisten hier in dem Spiel. Wir haben 30 Silber jetzt. Das ist geil, oder? Hey, hallihallöchen. Willpower. Animal Can. Yes. Spam it. Okay, du machst den Laden jetzt zu. Schnell nochmal quatschen. Good day to you. I'm surprised to see somebody new in Manarvigir. Does the Fimbulwinter not make traveling too dangerous? Thankfully, we have more supplies and a lesser population than our cousins in Fornsigtuna. The trade routes are cut off, and we would risk starvation if we were not prepared. What is your name? My name is Sigrun, daughter of Hogni, and one of the leading traders of Munarvigir. I am usually about town in the morning. My store is open all afternoon. Oh, ich muss aufpassen. Ich bin hier gerade... Ich habe ein Schlafproblem. Nicht, dass ich dann sterbe wieder. Ich müsste gleich mal speichern hier nach und dann versuchen, schnellstmöglich dahin zu kommen, zu schlafen. Did you know Helgi? I would prefer not to speak of that. Okay, warum? Sehr wahrscheinlich, naja, ne? Ich vermute, dass das der Ehemann war, Tell me about der Munarvigir. gestorben ist. 'Tis our fair village in the heart of Yarnvidir. The weather may be foul, yet the people are friendly. What does Lif do? My friend Lif is our resident healer. He keeps Munarvigir hale from sickness and cures the wounds of those ill-fated to run into a forest troll. You should pay him a visit if you wish to purchase an elixir of healing. His store is next to mine, near the village gate. Tell me about Sigurd. Sigurd is the mayor of our fair town, although he dislikes being called that. He runs his tavern in the north part of town, yet he is a veteran warrior, and all look up to him. Tell me about Sigurd. Sigurd is the mayor of our fair town, although he dislikes being called that. He runs his tavern in the north part of town, yet he is a veteran warrior, and all look up to him. What can you say about Reagan? I do not speak to him often, but he is a great storyteller. I take it he has traveled far when he was younger, and mayhap has been a hero of sorts. He can frequently be found at the library. I'm surprised he has not read all the books yet.
Have you been to Fornsiktuna? Yes, although not recently. In spring, I shall go visit there again to trade for goods. I am not too fond of the people there. They are too cold, but the city is always a sight to see. Let us speak of the woodlands. I do not go out there to explore, if that is what you mean. There are dangerous monsters out there, so I take an armed escort along to travel safely. But I am not the one to ask. I'm sure one of our resident warriors can tell you more of these monsters. I would like to buy some of your wares. Eigentlich würde ich gerne was Pipe verkaufen. is what she has for sale, and good stuff it is too. You will find none better across Midgard. Pipeweed. Just look around if you see something you like, and we can talk about the price. Das heißt, ich muss die Sachen anklicken hier. I bid you farewell. It was nice to speak with you. I hope you will stay in Manarvagir with us. Jarnvadir is not safe for one woman by herself. Ach, ich bin mächtig Kirchen. Oder muss ich hier hingehen und so machen? I am not interested in an untreated, shaggy piece of fur. Okay. Vielleicht muss ich es auch erst säubern oder dergleichen. With all the traveling you're doing, you need this food more than Sigrun does. Ich kann es also einfach nur füttern. Kann man das verkaufen nicht? Ne, kann man nicht. Hier, willst du ein Goldschwert haben? Sehr wahrscheinlich bringst du damit um und dann wird jetzt Alarm geschlagen oder sowas. Deswegen machen wir mal Testo. Ich hoffe, ich komme überhaupt noch heile da an. Ist nicht interessiert. Ja, ich glaube, ich komme wieder. Ich habe Angst zu sterben. Oder? Also wir sehen, hier ist... Well on rations. Also die hat jede Menge zu essen. Das sieht nach Fisch aus. Guaranteed to stay fresh all through the winter. These trail rations are all a traveler needs for a long journey. Kosten 9, das ist sogar eigentlich recht okay, glaube ich. Have a delicious taste of autumn with these apples remaining from our last harvest. Das finde ich ganz nett gemacht, dass man das alles anklicken kann. But of course, any adventurer needs a shovel. After all, you never know when you'll come across a buried treasure. Aber hallo, das wird ein wichtiger Gegenstand sein, vermute ich mal. Frage ist, muss ich überall buddeln die ganze Zeit? You could probably bake an egg pudding on top. Das ist zu heiß, berührt er nicht. You would prefer to buy the finished product. You're an adventurer, not a cook. You're not sure what to do with the device, but it looks a bit too fragile to carry around. Perhaps one day they will invent one that fits around your wrist. Ja, genau. Also, keine Ahnung, woher sie diese Uhr hat. Aber wir kriegen in der Zukunft etwas kleinere Version davon fürs Handgelenk. You push the spice, but it remains in place. Oh, ein Schlüssel. This is a private matter and not for sale. Aha. Das ist doch was für ein Dieb wieder. A brass key hangs on the wall, almost as if it's a keepsake. You wonder what it unlocks. Ja, ist ja wahrscheinlich die Tür dahinter. Oder die Uhr und da ist auch was Geiles dran. Also als Dieb wird es bestimmt interessant. Was hast du da eigentlich? Du putzt da was, oder? Sigrun appears to be your age, but more wary of the world. You think that most Vikings would find her very attractive if she would just smile a bit more. Look over the multitude of bottles and gimmicks. Most of it looks like it's pretty useless. But the blue clay pot on the top shelf looks like it could come in handy. Okay. Most of these trinkets will not be useful for a traveler like you, but perhaps the vase would be useful for you to carry things around. Warum? Okay, ich schreibe mir das mal auf. Irgendwo hier. Sigrun, Stift, Schrift, Pfeil. Hat eine Vase für 7 Gold. Hat Äpfel für keine Ahnung wie viel. Und hat Rationen für 9 Gold. Ah ja, eine Schaufel war da noch für 15. Schaufel 15.
Also wir brauchen echt viel, viel mehr Geld. Wir müssen andere Gegner finden, vermute ich. Ja, wir halten uns jetzt hier nicht auf. Wir rennen schnell zurück. Los! Spute dich! Ja, Stärke hoch! Super! Also eigentlich müsste ich hier 15 Tage lang Tag und Nacht rumrennen und dann ab und zu pennen und was essen. Kurz rausrennen, falls ich Nahrungsknappheit habe und die Stärke höher machen. Das ist halt so, ne? Ein bisschen grinden. Aber wir versuchen es erstmal so. Es gibt auch noch so viele Charaktere, mit denen wir hier quatschen können. Schade, dass hier gerade kein Tier ist. Ich hätte gerne noch... Naja, egal. Hätte ich die noch schnell runtergemacht, die Stamina, bevor wir pennen. Aber was steht hier überhaupt, wenn ich da draufklicke? You are tired. Your stamina will gradually decrease until you find a good place to sleep. Also so schlimm ist das nun wieder auch nicht. Da ich nicht weiß, wo der ist, tue ich mal, glaube ich, das Goldschwert da rein. Ich muss erstmal den Drachen finden. Warum soll ich so lange mit dem Schwert rumrennen? Ich vermute nicht, dass ich mit einem Goldschwert besser kämpfen kann als mit einem normalen Schwert. Obwohl, wer weiß, ne? Behalt's mal drin. Was wiegt das? 14? 34, das wiegt 20. Das hauen wir jetzt mal raus. So sind wir wieder im Normalmaß dann auch schon wieder dran. Das ist die Frage. Wir wollen ja die Stärke höher kriegen. Komm, nimm es mal wieder mit. Aber wir legen uns eine Runde pennen. Oh, wir müssen sagen, wie lange. 8 Stunden, das muss vollkommen reichen. Ja, und da wir dann Nacht haben, werde ich rumrennen. Und noch ein bisschen was meinen Skill hochmachen, würde ich sagen. Oh. Wer ist das? Ein Fexjünger. Hier ein Sternschweif. Haltet ein, tapfere Recken. In the middle of the night, you wake up to find a thief in your room. Was? Halt! Eben stehen bleiben! I'm going to kill you for this. I am going to kill you for this. Was da wohl das Richtige war? Keine Ahnung. Ja. Wir haben schon wieder Hunger. Aber wir kriegen jetzt wahrscheinlich Essen da unten. Was hast du uns da rausgenommen oder hast du da was reingetan? Was fehlt uns? Uns fehlen einige Sachen. Oder? Ich hatte doch viel mehr. Was hat er mir denn gestohlen? Den Brief habe ich schon abgegeben. Der hat mir Fleisch gestohlen. Fleisch gestohlen. Ich hatte 14 mehr gehabt. Was hat er mir denn noch gestohlen? Hier eine Ration fehlt mir. Und Fleisch fehlt mir. Das ist aber übel. Hier sollte man nicht schlafen. Hier sollte man auf keinen Fall schlafen. Okay, das lade ich neu und mache die Stelle nochmal. Load. Haben wir uns alles angeguckt jetzt hier? Keine Ahnung. Egal, wir wissen, was es hier zu holen gibt. Gequatscht haben wir auf jeden Fall. Hoffe ich, dass ich das mit dem Quatschen gemacht habe. Ja, das mache ich aber alleine. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der nächste Morgen ist, ich geschlafen habe und dergleichen. Und mal schauen wir mal. Bis demnächst. Euer Chojin.